Du hältst dich an deine 1500 Kalorien, verzichtest auf jeden Spaß, quälst dich ins Fitnessstudio, aber der Rettungsring an der Hüfte bewegt sich kein Millimeter. Hier ist der Grund. Du versuchst gerade, ein hochkomplexes Chemielabor mit einfachem Kalorienzählen zu reparieren. Die Wahrheit ist, dein Fett ist nicht hartnäckig, es ist eingeschlossen. Und vor deinem Fetttresor steht ein grimmiger Wachmann namens Insulin. Solange der Dienst schiebt, ist Kalorienzählen reine Zeitverschwendung. Wer die Chemie ignoriert, wird das Fettproblem mit Mathematik niemals lösen. Basierend auf den Ergebnissen von Experten wie Dr. Eric Trexler, Dr. Ben Bigman oder Dr. Mike Israetel zeige ich dir jetzt, wie du diesen Wachmann in die Pause schickst, deinen Fetttresor öffnest und deinen Stoffwechsel reparierst, ohne jemals wieder irgendwelche Punkte oder Kalorien zu zählen. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war, mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Ich lebe das, worüber ich hier spreche, jeden Tag. Ich bin kein Theoretiker, der dir blind Studien vorbetet. Denn sind wir ehrlich, die perfekte Ernährungsstudie gibt es nicht. Zu viele Faktoren wie Stress, Schlaf oder Bewegung verzerren die Ergebnisse und niemand lebt jahrelang unter kontrollierten Laborbedingungen. Deshalb teste ich seit über 30 Jahren am eigenen Körper, was wirklich funktioniert, und verlasse mich nicht nur auf Studien. So habe ich meinen Heuschnupfen geheilt, meine vergrößerte Prostata entgegen aller Prognosen um 18% verkleinert und chronische Entzündungen komplett verbannt. Und ja, ich halte meinen Körperfettanteil dauerhaft unter 12%. Nicht durch Theorie, sondern durch echte Praxis. Ganz wichtiger Hinweis vorab, ich bin kein Arzt, ich bin ein Mensch, der Fragen stellt, Dinge hinterfragt, Bücher von führenden Forschern liest und sich viele Podcasts anhört und die Erkenntnisse im echten Leben testet. Genau diese Wissensquellen teile ich auch mit dir ganz transparent. Wenn du auf meiner Webseite lifealgorithm.de auf Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit und dann auf Ernährung klickst, findest du exakt die Literatur, die mein Verständnis für immer verändert hat. Und heute zeige ich dir meine Strategie, wie du mit echtem Essen und der richtigen Frequenz deine Hormone reparierst, ohne jemals wieder Kalorien zu zählen oder irgendwelche Punkte zu sammeln. Aber warum funktioniert das klassische weniger Essen eigentlich nicht dauerhaft? Warum rennst du gegen eine Wand, obwohl du diszipliniert bist? Genau das klären wir im ersten Kapitel. Lass uns über den Fehler sprechen, den fast alle machen. Sie glauben, der Körper funktioniert wie ein einfacher Taschenrechner. Weniger Kalorien rein, also muss das Fett weg. Richtig? Falsch. Dein Körper funktioniert eher wie dein Smartphone. Wenn der Akku unter 10% fällt, denkt er nicht, super, verballern wir den Rest. Er schaltet sofort in den radikalen Energiesparmodus. Er dimmt den Bildschirm, schaltet Hintergrund-Apps ab und drosselt die Leistung. Genau das ist das Ergebnis unserer Evolution. Wenn die Energie knapp wird, sichern wir das Überleben, statt die Strandfigur zu formen. Die Wissenschaft nennt das metabolische Anpassung. Und das ist keine bloße Theorie. Eine Studie aus dem Jahr 2016 an den ehemaligen Teilnehmern der Show The Biggest Loser hat das schockierend bewiesen. 6 Jahre nach der Show verbrannten diese Menschen im Ruhezustand durchschnittlich 500 Kalorien weniger pro Tag als gleich schwere Personen, die nie Diät gehalten haben. Das entspricht aufs Jahr gesehen etwa 200 Pizza Margherita. Ihr Körper kämpfte noch Jahre später mit aller Macht darum, die Energie wieder einzuspeichern. Auch Dr. Eric Trexler bestätigt das. Pro 5% Gewichtsverlust drosselt dein Körper den Ofen um bis zu 200 Kilokalorien täglich. Wenn du also einfach nur weniger isst, fährt dein Körper den Ruheumsatz runter. Du kämpfst gegen ein biologisches Urzeitprogramm. Das erklärt auch, warum viele von uns relativ leicht von 30% Körperfett auf 20% kommen, aber nicht darunter. Der Körper will das massive Übergewicht loswerden, weil es eine Belastung für Gelenke und Organe ist. Aber sobald du in den Bereich von 15% oder tiefer willst, da wo man sich wirklich wohlfühlt und metabolisch gesund ist, beginnt der Körper um jedes Gramm Fett zu kämpfen. Er sieht diese letzten Fettreserven als eine eiserne Lebensversicherung an. Und hier kommt das Problem mit dem reinen Kalorienzählen ins Spiel. Wir versuchen, ein hochkomplexes biologisches System mit einer einfachen Excel-Tabelle zu überlisten. Die sogenannte CICO-Theorie, Calories in, Calories out, ist zwar physikalisch korrekt, Stichwort Thermodynamik, aber biologisch völlig unvollständig. Sie ignoriert den wichtigsten Faktor, wie Hormone unsere Energieverwendung steuern. Wenn du einfach nur Kalorien kürzt, aber deine Hormone immer noch auf Speichern programmiert sind, wirst du scheitern. Du wirst frieren, du wirst müde sein, deine Libido wird verschwinden und du wirst unerträglichen Hunger haben. Dr. Mike Israetel beschreibt das sehr treffend. Wenn wir Muskelmasse verlieren oder zu schnell abnehmen, schaltet der Körper eine spezielle Sensorik ein, die Heißhunger extrem verstärkt. Es ist ein Kampf gegen deine eigene Biologie, den du mit bloßer Willenskraft nicht gewinnen kannst. Du wirst diesen Kampf verlieren. Schreib mir mal unten in die Kommentare, ob du dieses Plateau kennst. Wenn du alles richtig machst, aber die Waage sich über Wochen nicht bewegt. Wir müssen also aufhören, gegen den Körper zu kämpfen und anfangen, seine Sprache zu sprechen. Und die Sprache des Körpers sind Hormone. Es gibt einen ganz bestimmten Wachmann in deinem Körper, der entscheidet, ob Fett verbrannt wird oder nicht. Und solange dieser Wachmann schlechte Laune hat, passiert gar nichts. Wer das ist, schauen wir uns jetzt an.
Stell dir vor, deine Fettzellen sind wie ein riesiger Tresor. In diesem Tresor liegt deine gespeicherte Energie, dein Bauchfett, dein Hüftgold. Du willst an diesen Tresor ran, um das Fett zu verbrennen, aber vor diesem Tresor steht ein grimmiger Wachmann. Und dieser Wachmann heißt Insulin. Dr. Benjamin Bigman, einer der weltweit führenden Insulinforscher, erklärt das brillant. Insulin ist das entscheidende Hormon, das diktiert, was mit der Energie in deinem Körper passiert. Wenn Insulin hoch ist der Tresor fest verschlossen. Es ist physiologisch nahezu unmöglich, Fett zu verbrennen, Lipolyse zu betreiben, solange viel Insulin im Blut zirkuliert. Insulin hat eine klare, laute Botschaft an deine Zellen. Speichern. Es blockiert die Fettverbrennung und fördert die Einlagerung. Und mehr noch, Dr. Bigman erklärt, dass Fettzellen in einer Petrischale selbst in einem Meer aus Nährstoffen nicht wachsen, solange kein Insulin hinzugefügt wird, aber sie selbst. And so that logically moves into the question of, well, what makes fat cells grow? And it is two essential variables that we only ever look at calories. And yet, if you take a person with type 1 diabetes and say, I want you to eat 10,000 calories, but don't give yourself your insulin injection, they cannot gain weight. It is literally impossible for the type 1 diabetic to get fat if they are skipping their insulin injections. In fact, this is so known that if you take, let's imagine a young woman who would maybe have more pressure to be thin than her male counterpart, although it's happening more in males too. Imagine a young girl who gets diagnosed with type 1 diabetes at the age of 13 or 14. Very impressionable time. She's very worried about how she looks and how thin she is. She learns that, wait a minute, I can eat whatever I want, and all I have to do is not inject my insulin, and I'll be as skinny as I want. And it works. It works so well that it's actually a formal eating disorder called diabulimia. So the fact that this exists is absolute proof that the growing and the shrinking of the fat cell is more complicated than just calories being high or low. Because like I'd said earlier when I talked about hormones are a way for the very tissues of the body to know what it ought to do with energy. And so a fat cell will have energy all around it. And if it doesn't have insulin to tell it what to do, it won't do anything with it. Or maybe to make this more direct, back home in my lab, my students are growing fat cells in petri dishes. These fat cells are swimming in a little sea of calories, lots of glucose, lots of fats, and yet they stay really small until we add insulin. The moment we add insulin into that little petri dish, if we check those cells 4 hours later, they're immediately fatter. If we check them 4 hours later, they're fatter still. Das ist der Grund, warum du mit 1500 Kalorien aus Brot, Nudeln und Säften nicht abnimmst, während jemand anderes mit 2500 Kalorien aus Steak und Eiern Fett verliert. Es geht nicht nur um die Energiebilanz, es geht um die hormonelle Antwort auf das Essen. Ein typisches Frühstück mit Brot, Orangensaft oder auch dem vermeintlich gesunden Müsli sorgt für einen rapiden Anstieg des Blutzuckers. Dein Körper muss darauf reagieren und pumpt Insulin ins Blut, um den Zucker aus der Blutbahn in die Zellen zu drücken, da dauerhaft hohe Werte toxisch für deine Gefäße sind. Warum das Frühstück eine Erfindung der Industrie ist, habe ich in diesem Video erklärt. Das Problem, der Blutzucker stürzt danach schnell ab, das ist das Mittagstief, aber das Insulin bleibt oft noch lange erhöht. Und solange es erhöht ist, kommst du nicht an dein Körperfett. Du bist im Speichermodus gefangen. Dr. Jason Fung, ein weiterer Experte auf diesem Gebiet, vergleicht das mit einem Hybridauto. Dein Körper kann entweder Zucker, Glucose verbrennen oder Fett, aber er kann nicht beides zeitgleich und effizient tun. Insulin ist der Schalter. Ist der Schalter oben, verbrennst du Zucker. Ist der Schalter unten, verbrennst du Fett. Die meisten Menschen haben den Schalter seit Jahren nicht mehr umgelegt. Wenn wir also Fett verlieren wollen, ist das oberste Ziel nicht primär weniger essen, sondern Insulin senken. Wir müssen den Wachmann in die Pause schicken, damit der Fetttresor, dein Bauchfett, aufgeht. Das klingt logisch, oder? Aber Insulin zu senken ist nur die halbe Miete. Es gibt einen Fehler, den 90% aller Leute machen, selbst die sich gesund ernähren. Ein Fehler, der den Wachmann permanent auf der Matte hält, selbst wenn du denkst, du machst alles richtig. Welcher das ist und wie du ihn sofort abstellst, schauen wir uns jetzt an. Wir leben in einer Welt, die uns beigebracht hat, dass wir ständig essen müssen. Iss viele kleine Mahlzeiten am Tag, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Das hast du sicher schon gehört. Das ist echt absoluter Schwachsinn und eine der größten Lügen der Ernährungsindustrie. Jedes Mal, wenn du isst, egal ob es eine große Mahlzeit ist oder ein gesunder Proteinriegel zwischendurch oder sogar nur ein Schuss Milch im Kaffee, schüttest du Insulin aus. Erinnerst du dich an den Wachmann? Wenn du 5 oder 6 Mal am Tag isst, ist der Wachmann rund um die Uhr im Dienst. Dein Insulinspiegel hat niemals die Chance, auf ein Basisniveau abzusinken, bei dem echte, tiefe Fettverbrennung stattfinden kann. Die Snacking-Industrie liebt dieses Modell.
Sie wollen dir alle 3 Stunden etwas verkaufen, damit du was isst. Aber für deinen Stoffwechsel ist das eine Katastrophe. Und die Wissenschaft gibt uns recht. In einer spannenden Studie aus Prag bekamen 2 Gruppen exakt die gleiche Anzahl an Kalorien. Die eine Gruppe verteilte die Kalorien auf 6 kleine Mahlzeiten. Die andere aß alles nur in 2 großen Mahlzeiten. Das Ergebnis, obwohl beide Gruppen gleich viel aßen, verlor die Gruppe mit nur 2 Mahlzeiten signifikant mehr Gewicht und reduzierte ihr Leberfett stärker. Warum? Weil ihr Insulinspiegel zwischendurch sinken durfte. Wer ständig isst, wie Dr. Bigman bestätigt, hält den Wachmann, das Insulin, permanent im Dienst und gibt dem Körper nie die Chance, den Tresor zu öffnen. Meine Lösung, und das ist mein persönlicher Gamechanger, ist Mahlzeitenfrequenz vor Menge. Ich esse nur 2 Mahlzeiten am Tag. Warum? Weil ich meinem Körper damit lange Pausen gönne. In diesen Pausen sinkt das Insulin ab, der Wachmann geht nach Hause und der Tresor öffnet sich. Das hat nichts mit Hungern zu tun. Ich esse mich bei diesen 2 Mahlzeiten satt, richtig satt, wie ich auch in diesem Video erkläre. Aber dazwischen gibt es nichts. Kein Snacken, keine milchhaltigen Kaffees, keine kleinen Häppchen, kein Obst zwischendurch, nur Wasser, schwarzer Kaffee oder Tee. Das schenkt dir nicht nur metabolische Gesundheit, sondern auch eine unglaubliche Freiheit im Kopf. Kein Tupperware schleppen mehr, kein ständiges Nachdenken über das nächste Essen. Das ist Disziplin, die zur Freiheit führt. Wenn du diesen Ansatz spannend findest, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Jetzt denkst du vielleicht, Arthur, das klingt super, aber ich halte das nicht durch. Ich habe zwischendurch Hunger, ich werde zittrig. Genau hier liegt das Problem. Was du als Hunger kennst, ist oft gar kein echter Hunger. Es ist etwas ganz anderes und wenn du das verstehst, verliert der Hunger seinen Schrecken und dazu kommen wir genau jetzt. Viele Menschen haben Angst vor Hunger. Sie denken, Hunger ist ein Notfallsignal, dass der Körper gleich zusammenbricht. Aber wir müssen Hunger neu definieren. Was die meisten als Hunger empfinden, dieses nagende Gefühl, das Zittern, die schlechte Laune, der Hangry-Zustand, ist oft nur der Schrei deines Körpers nach Zucker. Es ist eine Glukoseabhängigkeit. Wenn dein Blutzucker abstürzt, schreit dein Gehirn nach schneller Energie. Das ist Entzug, kein Bedarf. Du bist wie ein Süchtiger, der seinen nächsten Schuss braucht. Diese Abhängigkeit hat uns die Industrie schön verpackt, super verkauft. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Werbung. Mach mal die verdammte Klimaanlage an, ich sterbe hier hinten. Die ist an, merkst du das nicht? Na und, merkst du das nicht? Jeff, iss ein Snickers. Warum? Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Diva? Ja, zur Diva. Okay. Besser? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Besser. Snickers und der Hunger ist gegessen. Echter Hunger fühlt sich anders an. Er kommt in Wellen, er ist ruhig und er ist kontrollierbar. Wenn du anfängst, deinen Körper metabolisch flexibel zu machen, also ihm beibringst, Fett statt Zucker zu verbrennen, verschwindet dieser pathologische Heißhunger. Das leichte Gefühl im Magen vor der ersten Mahlzeit ist dann kein Mangel mehr. Es ist das Zeichen, dass dein Körper gerade auf die eigenen Reserven zugreift. In diesem Moment findet Autophagie statt, die Zellreinigung. Dein Körper recycelt alten Zellschrott und verbrennt Fett. Das ist ein Zustand, den wir feiern sollten, nicht fürchten. Ich liebe dieses Gefühl mittlerweile, so wird jede meiner 2 Mahlzeiten zu einem richtigen Fest. Ein weiterer wichtiger Punkt ist deine Kohlenhydrattoleranz. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Bist du ein Hochleistungssportler, der jeden Tag 2 Stunden intensiv trainiert? Oder sitzt du wie die meisten von uns 8 Stunden im Büro oder im Auto? Dr. Eric Helms erklärt, dass bei einer sitzenden Lebensweise, also unter 5000 Schritten am Tag, unsere natürliche Appetitregulation komplett entkoppelt ist. Wir haben Hunger, obwohl wir keine Energie verbraucht haben. Erst ab einem Aktivitätslevel von 7.000 bis 9.000 Schritten pendelt sie jetzt wieder ein. Das bedeutet, du musst dir deine Kohlenhydrate verdienen. Wenn du den ganzen Tag sitzt, sind die Speicher in deinen Muskeln komplett belegt. Bildlich gesprochen, die Garage ist vollgeparkt, es ist kein einziger Stellplatz mehr frei. Wenn du dann Nudeln oder Brot isst, wohin sollen dann diese neuen Autos? Da in der Muskelgarage kein Platz mehr ist, leitet das Insulin sie direkt ins Langzeitparkhaus, in deine Fettzellen. Ich sehe das so. Kohlenhydrate sind wie Benzin für einen Sportwagen. Brauchst du diesen Hochleistungstreibstoff, wenn du im Stau stehst? Nein. Falls du auf Pasta aber absolut nicht verzichten kannst, gibt es Lösungen. Ich verlinke dir meine Favoriten auf meiner Webseite unter lifealgorithm.de, Top 3 Produkte, Ernährung und dann auf Nudeln und Pasta. Das Prinzip und was genau in deinem Körper passiert, wenn du diesen Treibstoff mal weglässt, erkläre ich in meinem Video zum Thema Zuckerverzicht. Wir haben jetzt das Wann, also die Frequenz, und das Wie viel, also das Insulin, geklärt. Aber was ist mit dem Was? Und was ist mit den Faktoren, die nichts mit Essen zu tun haben, dich aber trotzdem dick machen? Darum geht es jetzt. Lass uns über die Qualität sprechen. Wir brauchen Aminosäuren und Fettsäuren. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate für den Menschen, aber es gibt essentielle Fette und Proteine. Ohne die sterben wir. Gerade für Menschen über 40 ist Protein der Schlüssel. Ab 40 verzeiht der Körper keine Fehler mehr. Die Muskelproteinsynthese sinkt. Das heißt, wir brauchen mehr Protein, um die gleiche Muskelmasse zu erhalten. Und Muskeln sind unser Verbrennungsmotor. Je mehr Muskeln du hast, desto mehr Energie verbrennst du in der Ruhe auf der Couch. Dr. Bedros Kilian empfiehlt hier ganz klar hohe Mengen an Protein, zum Beispiel aus Fleisch, Fisch oder Eiern. Echte Nahrung eben.
Keine Shakes voller Süßstoffe und Chemie. Die meisten Fitness-Influencer wollen dir Pulver verkaufen. Ich sage dir, wir brauchen Aminosäuren, keine Industrieprodukte. Niemand überisst sich ein Steak und Brokkoli. Versuch das mal. Dein Körper sendet dir bei echter Nahrung, die reich an Protein und Fett ist, ein perfektes Sättigungssignal. Du brauchst keine App, dein Körper sagt dir Stopp. Aber, und das ist ein riesiges Aber, die beste Ernährung bringt dir nichts, wenn zwei andere Säulen nicht stimmen. Schlaf und Stress. Dr. Seth Capehart sagt etwas, das dir die Augen öffnen sollte. Schlechter Schlaf ist wie Wasser auf das Fettverbrennungsfeuer. Eine einzige Nacht mit schlechtem Schlaf kann deinen Testosteronspiegel um bis zu 15% senken. Zeitgleich steigt dein Cortisol. Cortisol ist ein Stresshormon und jetzt kommt die Biochemie. Cortisol erhöht deinen Blutzucker, um Energie für Kampf oder Flucht bereitzustellen. Das passiert selbst, wenn du fastest. Das bedeutet, hohes Cortisol führt zu einem hohen Blutzucker, was wiederum zu einem hohen Insulin führt. Du kannst also die perfekte Diät halten, aber wenn du chronisch gestresst bist und nur 5 Stunden schläfst, arbeitest du biochemisch gegen dich selbst. Du bist im Speichermodus, obwohl du hungerst. Stress macht dich dick. Nicht nur, weil wir da Schokolade essen, sondern weil die Hormone es diktieren. Wie du diesen Teufelskreis durchbrichst, habe ich in meinem Video zum Thema Testosteron natürlich steigern behandelt. Das Thema ist so wichtig, dass du es nicht ignorieren darfst. Teile dieses Video gerne mit jemandem, der sich im Fitnessstudio abrackert, aber den Schlaf und den Stress völlig vergisst. Jetzt haben wir alle Puzzleteile, aber wie setzen wir das zu einem einfachen Bild wieder zusammen? Wie sieht der konkrete Bauplan aus, den du ab morgen umsetzen kannst? Genug Theorie. Hier ist dein konkreter Plan, den du ab morgen umsetzt. Schritt 1. Streiche das Frühstück. Dein erster Sieg ist der einfachste. Morgen früh nur schwarzer Kaffee oder Tee. Keine Milch, kein Zucker. Deine erste Mahlzeit kommt frühestens mittags. Das allein gibt deinem Insulin schon 14 bis 16 Stunden Pause. Schritt 2. Bau jede Mahlzeit um Protein und Fett. Steak, Fisch, Eier, Hähnchen, das ist dein Fundament. Dazu Gemüse und gute Fette. Kein Brot, keine Nudeln, kein Reis als Beilage. Wenn du satt bist, hör auf. Dein Körper weiß Bescheid. Schritt 3. Eliminiere das Snacking komplett. Kein Proteinriegel, kein Obst zwischendurch, kein kleines Häppchen. 2 Mahlzeiten, Punkt. Alles dazwischen hält den Wachmann, das Insulin, vor deinem Fetttresor. Schritt 4. Sammle deine Schritte. 7.000 bis 9.000 Schritte täglich. Nicht um Kalorien zu verbrennen, sondern um deine Appetitregulation zu reparieren. Parke weiter weg, nimm die Treppe, geh nach dem Essen spazieren. Schritt 5. Schütze deinen Schlaf. 7 bis 8 Stunden nicht verhandelbar. Bildschirme aus, 1 Stunde vor dem Bett. Schlafzimmer kühl und dunkel. Schlechter Schlaf macht alles andere zunichte. Es ist eigentlich sehr simpel und sehr natürlich. Aber simpel heißt nicht immer einfach. Es erfordert eine Umstellung im Kopf. Du musst aufhören, dich als Sklave deines Hungers zu sehen. Fassen wir die Kernpunkte dieses Videos nochmal zusammen. Erstens, dein Körper ist kein Taschenrechner, sondern ein Chemielabor. Die Kalorien-Rein-, Kalorien-Rausgleichung ignoriert das Wichtigste, deine Hormone. Zweitens, Insulin ist der Wachmann. Solange es hoch ist, bleibt dein Fetttresor verriegelt, egal wie wenig du isst. Drittens, Frequenz schlägt Menge. Jede Mahlzeit, jeder Snack löst Insulin aus. 2 Mahlzeiten am Tag geben deinem Körper die Pause, die er braucht, um Fett zu verbrennen. Viertens, was du als Hunger kennst, ist oft nur Zuckerentzug. Echter Hunger kommt in Wellen und ist kontrollierbar. Metabolische Flexibilität macht dich frei. Fünftens, Kohlenhydrate musst du dir verdienen. Wer sitzt, braucht keinen Hochleistungstreibstoff. Volle Speicher bedeuten, der Überschuss landet in deinem Fetttresor. Sechstens, Schlaf und Stress sind heimliche Dickmacher. Cortisol erhöht Blutzucker und Insulin, selbst wenn du fastest. Und siebtens, Muskeln sind dein metabolischer Motor. Sie erhöhen den Grundumsatz und saugen Kohlenhydrate auf wie ein Schwamm. Ich tracke keine Kalorien, ich wiege nichts ab, ich genieße Steak, Eier, Fisch und alles, was die Natur uns schenkt. Und habe die Form meines Lebens, weil ich aufgehört habe, gegen meinen Körper zu kämpfen und angefangen habe, seine Sprache zu sprechen. Jocko Willink sagt, Disziplin ist Freiheit. Die Disziplin, Nein zum Snacken zu sagen, gibt dir die Freiheit, nicht mehr alle 3 Stunden an Essen zu denken. Die Freiheit eines Körpers, der funktioniert. Gib dir 30 Tage, repariere deine Hormone und das Fett wird schwinden. Ich bringe jede Woche ein neues Video rund um Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Falls du nichts verpassen möchtest, abonniere jetzt kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke. Das Thema des nächsten Videos steht noch nicht fest, aber wir stimmen zeitnah dazu im Telegram-Kanal ab. Komm gerne dazu und gestalte den Kanal mit. Bleib kritisch, bleib gesund und denk dran. Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. In diesem Sinne, Peace out.